6,36 Meter, Längsbetten im Heck, ein Raumbad in der Mitte, eine tolle Sitzgruppe und ein komplett neues Interieur. Das ist der Globecar Camp Scout des Modelljahres 2021 und um genau dieses Fahrzeug geht es in diesem Video. Herzlich willkommen im Video zum Camp Scout aus dem aktuellen Modelljahr. Wir haben so ein bisschen Sneak Preview. Morgen ist Händlertagung bei Pössl und wir dürfen so ein bisschen vorab schauen. Deswegen kenne ich noch nicht alle Details, aber das hier neben mir ist ein Camp Scout. Das ist das Schwestermodell zum Pössl Road Cruiser. Sagt man, warum Schwestermodell? Weil es im Prinzip der gleiche Grundriss ist. Aber anders als in den letzten Jahren bekommt Globecar, zumindest in der Elegance-Linie, einen komplett eigenen Möbelbau. Das war nämlich nicht immer so. Bisher war es immer so ein bisschen so, das ist irgendwie das Gleiche, aber doch nur eine andere Holzfarbe als Pössl. Im Modelljahr 2021 wird alles anders. Willkommen in der neuen Globecar-Welt. Lasst den einfach mal auf euch wirken. Ob euch das Raumgefühl gefällt, ob euch die Farbgebung gefällt. Das ist wieder mal ein komplett neuer Möbelbau. Ich muss ganz klar sagen, Pössl und Globecar gehört ja 1:1 zu Pössl. Die haben schon wirklich viel bewegt in den letzten Jahren und während wir vor ein paar Jahren alle Autos relativ nah beieinander haben, finde ich, kann man ganz klar sagen, mit Pössl, mit dem Basic und Elegance, mit Globecar Basic und Elegance, mit der Trenta-Line noch mit dazu, mit den Summits mit dazu, mit den Vario-Modellen dazu. Wir haben inzwischen eine so große Bandbreite, es würde mich wundern, wenn ihr nicht in irgendeinem der Pössl-Modelle euch wiederfindet. Und ob sie euch dann technisch gefallen und ob wir von Togo sie ausstatten können, wie ihr wollt, das besprechen wir dann am jeweiligen Fahrzeug. Aber die Autos sind mega unterschiedlich von innen. Und das zum Beispiel ist ein Möbelbau, wie ich ihn persönlich noch gar nicht kenne. Also es ist irgendwie so eine Mischung aus Stoffoptik, als wenn es bezogen wäre, aber gleichzeitig natürlich ein fester Stoff. Und es hat so eine leicht raue Optik und das mit diesen Soft-Touch-Oberflächen oben. Ich finde, das ist eine super harmonische Lösung und das wird dann immer wieder aufgebrochen, damit es nicht zu geradlinig ist, mit dem Polsterstoff. Ich gehe mal rein, dann könnt ihr das besser sehen. Auch beim Stoff haben wir hier einen sehr, sehr rauen Stoff. Das heißt, es dürfte eine recht unempfindliche Lösung sein. Und ich finde, auch das passt hervorragend zu der Mischung. Es ist halt einfach so ein gemütliches Reinkommen, hallo, ich bin zu Hause. Für mich jedenfalls. Der Möbelbau im Globecar des Modelljahres 2021 ist komplett neu. Er ist so ein bisschen inspiriert, würde ich sagen, von dem Pössl Trenta, der letztes Jahr so einen Wahnsinnserfolg hatte, aber irgendwie dann doch anders. Da, wo wir im Trenta die matt silbernen Flächen haben, haben wir hier das alles in so einem Holzdekor, aber darüber bleibt es eben grau. Alles ist grifflos, das heißt, ihr habt nur die kleinen Knöpfe hinten dran und hier schöne Schränke. Ebenfalls vom Trenta inspiriert ist, dass wir über euch, wo ihr gerade nicht hingucken könnt, eben kein Fach haben, sondern das große Raumgefühl mit dem hinterleuchteten Baldachin, sodass man einfach wirklich ein schönes Lichtkonzept hat. Und weil wir das so gerne mögen und ich finde, man erkennt das Lichtkonzept immer am besten in einem dunklen Fahrzeug, machen wir jetzt einfach hier mal kurz dunkel und simulieren Nacht, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie Globecar 2021 in einer wunderschönen Nacht aussieht. Herzlich willkommen in der Nacht im Camp Scout. Das Lichtkonzept kommt im Dunkeln einfach eindeutig besser rüber. Guck mal, so haben wir es hier vorne in der Sitzgruppe. Wir haben die indirekte Beleuchtung hinter den Schränken. Wir haben den Rahmen um das Fenster, der hinterleuchtet ist. Und wir haben hier oben diese Art Baldachin, der ist so eine Art Kunstwildleder bezogen. Und darüber auch nochmal eine indirekte Beleuchtung. Bevor wir es richtig hell machen, mache ich einmal kurz hier hinten das Licht mit an.
Auch im gesamten Heckbettbereich hat man diese indirekte Beleuchtung und dadurch einfach eine super gemütliche Stimmung. Natürlich gibt es auch kleine Lesespots links und rechts, die man anmachen kann. Die sind, wie ihr das kennt, so dass man sie überall reinhängen kann. Wenn man sagt, Gemütlichkeit brauche ich heute nicht, ich möchte es gerne hell, weil ich arbeiten will oder weil ich aufräumen will, habe ich hier das große Licht, habe ich hier eine richtige Arbeitsleuchte und habe ich auch auf dieser Seite nochmal eine richtig helle Arbeitsleuchte. Und für die Gemütlichkeit, dann mache ich jetzt mal mit dem Fuß, haben wir da unten nochmal die Einstiegsleuchte. Und so, wenn man das jetzt wirken lässt, denke ich, okay, das kann sich sehen lassen. Das ist das Lichtkonzept vom Globecar Camp Scout Modelljahr 2021. Ebenfalls neu im Modelljahr 2021 kommt der Küchenblock. Und zwar ist er von der Grundidee gleich. Er läuft so ein bisschen schräg zu, damit man einen guten Durchgang hat. Wir haben vorne einen normalen Zweiflammenkocher. Oh, da nochmal einen Blick rein. Und dahinter das schöne Waschbecken, was auch relativ groß ist. Was aber neu mit dazu kommt, sind die Schubladen. Nicht mehr mit Push-Lock, sondern mit Push-to-Open Schaltern. Und damit man das nicht vergessen kann, gibt es jetzt einen Schalter für Zentralverriegelung. Morgen ist Händlerpräsentation und wir sind ja alle ein bisschen langsamer, damit wir das nicht übersehen. Einmal draufdrücken, so mache ich das auf. Und dann kann ich die Schubladen Push-to-Open hier öffnen und wieder schließen. Die Größe der Schubladen ist im Prinzip wie im letzten Modelljahr hier unten mit einer Nummer größer. Und während der Fahrt verriegel ich einfach wieder darüber, dann bleiben die Schubladen geschlossen. Kann ich drücken, so viel ich will. Finde ich clever, finde ich aber vor allem für die Optik einen echten Gewinn. Dadurch, dass wir im Camp Scout wie im letzten Jahr das Raumbad haben, habe ich den großen Vorteil, dass ich den Kühlschrank auf Augenhöhe habe. Ich mache mir hier mal kurz ein bisschen Bewegungsfreiraum, so kann ich nämlich einen Schritt weiter zurückgehen. Ich habe einen Kompressorkühlschrank, der hier auf Augenhöhe ist. Jemand Valensina Frühstücksorange. Die wird morgen nicht mehr ganz so lecker schmecken. Habe den Kühlschrank hier eben auf Augenhöhe, darunter einen schönen Kleiderschrank. Und dadurch, dass ich das Raumbad habe, habe ich eben trotzdem einen richtig schön großen Bewegungsfreiraum. Auch das ist vom Stil natürlich dem neuen Modell ja angepasst, aber die grundsätzliche technische Ausrichtung des Raumbads bleibt die gleiche. Sensodyne gefällig? Das ist kein Product Placement, das ist einfach reiner Zufall. Das Fenster in der Nasszelle ist nicht serienmäßig, das müsst ihr mit dazu bestellen. Und da einfach drauf achten und dadurch, dass wir hier ein Globecar Elegance haben, also dieser Möbelbau heißt Elegance, kommt das Fahrzeug auch automatisch mit Rahmenfenstern. Die Toilette ist eine normale Tedford-Toilette. Geduscht wird hier, wie man das vom Road Cruiser auch kennt, einfach in der Duschwanne, auf der ich jetzt gerade drauf stehe. Die genauen Maße und Stehhöhe und alles, was hier mit dazugehört, das zeigen wir euch in einem ausführlichen Video, sobald der erste Camp Scout Elegance bei uns bei Togo eingetroffen ist. Dann nehmen wir uns nochmal alle Zeit der Welt, um genau zu messen, wie breit sind die Durchgänge, wie gut kann ich hinten laden und schauen uns dann Gewichte, Preise und all solche Dinge im Detail an. Heute soll das erstmal ein erster Eindruck sein. Damit ihr dann eine Info bekommt, wenn das Video da ist, denkt einfach dran, jetzt hier auf eurem Handy unter dem Video auf Abonnieren zu drücken, die Glocke, alle Benachrichtigungen aktivieren und dann kriegt ihr, wenn das neue Video kommt, auch automatisch eine Nachricht, damit ihr dann alle Fakten zum Auto wisst. So, jetzt stehe ich mit meinem breiten Kreuz hier ein bisschen im Weg. Wie ihr seht, mit 1,92, was dürfte das hier sein? Mit Schuhen an ungefähr 1,85 würde ich sagen, Stehhöhe. Aber es reicht ja und vor allem habe ich danach, ich gehe hier mal langsam hoch, einen super komfortablen Einstieg in das gesamte Heckbett. Was für ein Riesenreich hier hinten. Gefällt mir richtig gut. Die Bettlängen bin ich ganz gespannt, wie sie in der Praxis sind. Das, was mir auf den ersten Blick auffällt, ist, dass im Vergleich zum Vorjahr durch die Rahmenfenster wir jetzt, wie wir das vom Summit Prime kennen, die hochgesetzten Fenster haben. Das heißt, ich kann hier unterliegen, ich kann da wühlen, ich kann da strampeln. Es kann im Prinzip nichts passieren, weil das Verdunklungsrollo eben erst hier oben anfängt. Ich habe die Lesespots, die kann ich mir hinhängen. Ups, wenn man genau hinguckt jedenfalls. Da, wo ich sie haben will. Und ich habe auch umlaufend riesig viel Stauraum. Guckt da mal rein. Ich glaube, wer hier nicht klarkommt, für den reicht dann das Grundkonzept Kastenwagen nicht. Also alles in allem habe ich hier den perfekten, komfortablen Kastenwagen mit einer klaren räumlichen Trennung zwischen Wohnen und Schlafen. 2 Längsbetten im Heck bei 6,36 Meter Länge. Wenn man diesen Stil mag, wie das hier drin ist und den Grundriss haben will, dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt jetzt das Auto gefunden, was zu euch passt. Sagt ihr, ich hätte es gern ein bisschen anders,
Dann gibt es bei Pössl eben auch die Elegance-Baureihe, dann ist das alles ein bisschen gräulicher. Oder bei Pössl und bei Globecar die Basic-Baureihen, die sind dann eindeutig mehr mit Holz und weißen Fronten. Bei Globecar und mit Holz und einfach nur einer grauen Applikation bei Pössl. Also es gibt den gleichen Grundriss in verschiedenen Ausprägungen. Wenn ihr die Fenster toll findet, aber das gerne ein bisschen weiter oben haben würdet, dann schaut euch einfach unser Video zum Lastrada Avanti EB an. Das ist das gleiche Raumkonzept, aber durch einen hochgesetzten Kastenwagen alles komplett anders. Ich denke, das ist ein ganz spannender Vergleich. Dann kann man hinterher sagen, okay, ich fühle mich eher da oder da drin zu Hause. Damit wir eine Idee haben, wie groß der Stauraum hier in dem Pössl, nein, das ist kein Pössl, im Globecar Camp Scout haben. So, wir fangen damit nochmal von vorne an. Damit wir eine gute Idee haben, wie groß der Stauraum hier unter dem Bett des Camp Scouts ist, gehen wir jetzt mal außen rum, werfen nochmal einen Blick von hinten rein und ich glaube, dann habt ihr einen richtig guten ersten Eindruck vom Globecar Camp Scout aus diesem Modelljahr erhalten. Auch das Exterieur vom Camp Scout wird zum neuen Modelljahr komplett überarbeitet. Wir haben jetzt alles mit so einer Art Carbonfolie mit dabei. Das Globecar-Logo da groß draufgeklebt. Wenn wir von der Seite vielleicht nochmal einen Blick drauf werfen. Hier ein bisschen größer und ein bisschen auffälliger. Das ist nicht ganz so zurückgenommen, wie das Dekor in den letzten Jahren war. Wer sagt, das ist mir alles zu viel, ich kann den Globecar auch ganz einfach ganz ohne Dekor bestellen. Dann ist er komplett unauffällig. Für die Hecktüren, serienmäßig hat er keine Fenster hier drin. Wer sagt, ich hätte da gerne Fenster, die können wir gerne bestellen. Das ist wahlweise. Die Fenster links und rechts an den Betten, die habt ihr natürlich serienmäßig mit dabei. Ich muss nur gucken, dass ich hier nichts kaputt mache. So, vom Schlafen, wir haben links und rechts große, schöne Lattenroste. Das, was ihr hier seht, ist die Serienmatratze. Alternativ gibt es noch eine sogenannte 7-Zonen-Kaltschaummatratze. Da müsst ihr einfach mal Probe liegen und entscheiden, was für euren Rücken die richtige Entscheidung ist. Die meisten Leute kommen mit dem hier wunderbar klar. Vom Stauraum drunter, wo wir so schön dran sitzen, können wir auch noch mal auf den Boden eingehen. Der ist natürlich jetzt auch neu gekommen, abgestimmt auf das Holzdekor innen und im Interieur. Finde ich, passt das Hellgrau der Wände und dieses gräulich gemütliche Holz wunderbar zusammen und ist wirklich so, als wenn sich das jemand bewusst so ausgesucht hätte, was wahrscheinlich auch der Fall ist. Der Stauraum hier ist im Prinzip identisch mit dem Pössl Road Cruiser. Apropos Pössl Road Cruiser. Wir haben vor kurzem gerade ein Vergleichsvideo gemacht, Road Cruiser im Vergleich zum Pössl Road Cruiser B, wo die Unterschiede Nasszellenkonzept und solchen Dingen sind. Da könnt ihr mal reinschauen und schauen, welches Konzept für euch am besten passt, um zu schauen, ob diese B-Modelle vielleicht für euch eine Alternative sind. Grundsätzlich kann man den gesamten Bettbereich natürlich rausnehmen, auch die Stufen vorne, und hat dann ein Fahrzeug, was man auch für riesen Stauraumaufgaben nehmen kann. Das wird aber in der Praxis eher selten geschehen. Aber für, sei es Action, Sport, Gerödel oder einfach nur gemütliche Tisch und Stühle oder eine Kinderkarre oder eine Hundebox, all das passt hier rein. Und wie groß die Maße sind und was da genau reinpasst, das messen wir dann in dem nächsten Video ganz ausführlich. Bis dahin ist das heute erstmal der erste Eindruck zum Camp Scout gewesen. Ich wünsche euch viel Spaß bei den nächsten Videos und hoffe, auch dieses Video hat euch gut gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Kommentar da und einen Daumen hoch. Ich freue mich auf euch in den nächsten Videos.